Hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute sind wir wieder beim Porsche Zentrum Mannheim. To all your international viewers, no worries, English subtitles are included in this video. Heute haben Laura Siepert und ich etwas Selteneres für euch. Ein Panamera aus dem Jahr 2015. Das ist erstmal richtig großhubiger Sauger 8-Zylinder für mich. Genau, in der GTS-Variante in weiß, mit Sportabgasanlage natürlich, beim GTS mit am Start. Dann schauen wir mal kurz ins Interieur rein. Hier haben wir das Interieurpaket GTS, finde ich super schön in Leder Alcantara. Dann haben wir hier die silbernen Ziernähte und das ist alles sehr, sehr stimmig. Und wir haben sogar die 18 Wegesitze, sehe ich da gerade. Der hat ja echt eine Menge drin. Ja, Vollausstattung bis unters Dach. Und das Beste an dem Auto ist natürlich 4,8 Liter V8 Sauger. Der wird 440 PS. Der wird sich richtig gut anhören. Viele wissen es vielleicht gar nicht, wo wir jetzt hier gerade mal losgefahren sind. Aber ich bin ein unheimlicher Panamera-Fan. Also eigentlich auch egal in welcher Variante. Ich mag das Konzept einfach sehr. Ein sportliches Auto mit 4 Sitzen, genug Luxus, sehr komfortabel, aber nicht zu komfortabel, dass es immer noch eine Note sportlich ist. Finde ich so ein unheimlich cooles Konzept. Was mir hier direkt auffällt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Vorgängermodell fahre. Sonst bin ich immer den aktuellen gefahren. Der wirkt ein bisschen kleiner. Ist natürlich immer noch ein großes Auto, aber wirkt kleiner, was das Sportliche noch mal so ein bisschen unterstützt. Hier im Komfortmodus der 8-Zylinder wunderbar leise, also gar nicht so aggressiv, wie man es jetzt vom GTS sich vorstellt. Rechts auf die Auffahrt abbiegen. Aber ich glaube, wenn wir den ein bisschen mehr benutzen, dann wird er auch ein bisschen lauter werden. Freue mich schon wirklich drauf. 4,8 Liter Sauger. Das ist mit Abstand der größte Motor, den ich bis jetzt gefahren bin. Sonst halt die 4 Liter Twin Turbos, aber dann nochmal 0,8 Liter drauf, das ist halt schon was. Navi, bin ich ehrlich, benutze ich jetzt einfach mein Handy, das ist halt besser als, ist klar. Ne? Da kann man auch einfach ehrlich sein, die Navis, die altern nicht gut. Schöne bei diesen Temperaturen, das Auto ist natürlich schon warm. Dieser Klang das ist ja mega. Ich bin überrascht, wir haben gerade mal einen Verbrauch von 12 Litern hier auf der kurzen Distanz. Ich hätte gedacht, das wäre viel mehr. 4,8 Liter V8. Sportlichkeit im Panamera, mir gefällt es unheimlich gut. Ich mag das so sehr. Fährt sich natürlich nicht wie ein Sportwagen, aber es ist genug Sportlichkeit, dass es sich zu 90% wie ein Sportwagen anfühlt. Genau das, was man braucht. Und dann halt 2 Sitze hinten. Wo ich ganz überrascht bin, PDK, auch wenn es die erste Generation PDK ist, ist es perfekt. Ist nicht ganz so schnell wie das jetzt aus dem 992, dass es wirklich überkrass schnell wie die Befehle umsetzt, aber das ist immer noch spürbar schneller als die 8-Gang-Automatik aus dem Cayenne GTS aus einem der letzten Videos. Also hier wirklich, obwohl das 5 Jahre alt ist, Doppelkupplung ist Doppelkupplung und das bringt einfach Spaß damit zu schalten. So Leute, jetzt haben wir wieder eine schöne Straße gefunden. Das heißt Sportmodus an, Klappe auf, manuelle Gasse. Oha, klingt dieses Auto.
erstmal richtig großhubiger Sauger 8-Zylinder für mich. Klingt der gut. Mensch. Er ist nicht so schnell wie neuer. Er ist wesentlich langsamer, fühlt sich auch langsamer an. Aber dieser Klang ist doch mal mega. Zweiter Gang. 7000. Jawohl. Und die Straßenlage ist irre. Ich fahre natürlich hier nicht schnell. Das Auto soll ja noch verkauft werden. Ich habe auch einen Führerschein, wie wir alle. Und wenn man das auf Video festhält, finde ich, sollte es auch ein bisschen vorbildlich sein. Aber oh, dieser Klang. Bremse passt, Lenkung passt, Fahrzeuggröße passt. Es wirkt klein und agil. Natürlich kein Supersportler, aber oh, der hier bringt wirklich, wirklich Spaß. So, da haben wir wieder einen schönen Fleck gefunden. Gerade erstmal in Ruhe was gefrühstückt. Die Theke hinten auf dem GTS ist natürlich groß genug dafür. Da kann man sein Frühstück auch mal drauf aufbahren. Also dieser 4,8 Liter V8, der ballert da hinten durch die Sportabgasanlage echt mega was raus. Das Fahrzeug hat einen mega Charakter, eine mega Atmosphäre. Das bringt echt Spaß. Und ja, Panamera GTS, ich habe es gerade schon gesagt, Panamera insgesamt ist ein Fahrzeug, was sehr meinen Geschmack trifft. Es ist eine perfekte Mischung aus Sportlichkeit und Komfort mit 4 Sitzen. Hier der Gute, der hat jetzt schon über 50.000 gelaufen, ein bisschen mehr. Innerhalb von 5 Jahren eine gesunde Laufleistung, pro Jahr dann ungefähr 10.000 Kilometer. GTS hat vorne eine etwas andere Front als der normale Panamera. Der hier hat wie beim Turbo auch diese Doppel-LEDs vorne. Dann hat der Kollege hier das größte Lichtpaket, das beste, die LEDs mit PDLS Plus ausgestattet. Stahlbremsanlage mit 20 Zöllern. Ich habe den Spoiler jetzt mal ausgefahren. Das ist derselbe wie auf dem Turbo und Turbo S. Das heißt, er teilt sich so in 2 Stücke auf und legt sich dann so hin. Das ist auch noch auf dem aktuellen Panamera der Fall. Das sieht ein bisschen cooler aus als der Standard, der einfach nur so hochklappt. Der ja diesen extra coolen Move drauf hat. Auch nur der Panamera gibt es bei keinem anderen Auto. Kofferraum macht man witzigerweise hier auf. Natürlich elektrisch, ist ja kein altes Auto. Ja, Menge Platz drin, reicht auf alle aus. Sitze kann man umklappen, haben ein paar Häkchen, ein paar Seitennetze. Die sind sehr hilfreich. Und jetzt das Beste an diesem Fahrzeug ist, finde ich, wirklich das Interieur. Hier hinten, der hat zwar keine 4-Zonen-Klimaautomatik und den ganzen Kram, der hat auch kein Rear Seat Entertainment, aber ich finde, das ist gar nicht schlecht. Das lässt das Auto wesentlich besser altern. Wir haben eine Mischung aus Alcantara hier unten, Leder hier und GT silbernen Ziernähten. Wenn man sich hier hinten reinsetzt, der Zustand ist wirklich überragend. Nur ganz bisschen Kratzer hier unten auf dem Pianolack. Sonst ist da wirklich ganz und gar nichts dran. Und es ist echt wirklich ein sehr, sehr bequemer Platz. Vorne ist das Fahrzeug natürlich sehr anders als moderne Porsches. Das heißt, wir haben hier noch die ganzen Knöpfe verbaut, wie man sie kennt. Ich finde die tatsächlich gar nicht schlecht. Wird jetzt vielleicht nicht jeder zustimmen, aber man hat tatsächlich einfach einen Knopf für egal welche Option. Man drückt den und das war's. Ist halt relativ simpel, wie man das braucht. Denn das Lenkrad ist hier das Bessere. Das ist relativ selten sogar auf Panameras. Auf GTS ist es ein bisschen häufiger. Das heißt, wir haben nicht die PDK-Knöpfe, die jeweils man drücken und ziehen kann für Hoch- und Runterschalten auf jeder Seite 1, sondern wir haben hier tatsächlich wieder die einzelnen Schaltwippen. Rechts ist hoch, links ist runter. Das passt mega gut zum PDK. Er zeigt dann im Lenkrad an, ob man im Sport Plus Modus ist und ob man die Launch Control betätigt. Fahrzeug hat auch das Sport Chrono Paket, wie man es so oben sieht. Und da unten gibt es dann nämlich auch Sport und Sport Plus. Das ist wirklich ganz fein gemacht. Mittelarmlehne auch aus Alcantara. Bin eigentlich nicht so der Alcantara-Fan,
weil gerade das Altern ist meistens ein Problem, dass es dann so abgegriffen ist. Aber hier, das ist wirklich in einem super Zustand. Das Fahrzeug sieht im Prinzip neu aus. Also ich zeige euch mal das, woran man am meisten die Kilometer erkennt und am meisten das Alter vom Fahrzeug erkennt. Und das ist nicht im Interieur. Das ist nämlich hier unten diese Schutzfolie, die muss so, sagen wir mal, in ein paar Jahren erneuert werden. Aber sonst ist das Fahrzeug in einem unglaublich guten Zustand. Und was auch richtig cool ist an der Ausstattung, wir haben auch die 18 Wegesitze. Und das ist wirklich, das ist nicht häufig. Also fast jedes Fahrzeug, das ich jetzt natürlich in den Videos hatte, hat immer die guten Wegesitze, die 18 Wege oder 14 Wegesitze. In der Realität ist das aber relativ selten. Und wenn man Gebrauchwagen mit den Sitzen sieht, Leute, schlagt dazu, die sind wirklich richtig gut. Hier haben wir auch wieder das Memory-Paket. Sonst hier wirklich ganz analoge Instrumente. Das ist hier der einzige Bildschirm, den man so ein bisschen ändern kann. So, wenn wir jetzt hier die Zündung einschalten, da sieht man schon Verbrauch 17,2 in der Zwischenzeit. Ich war hier gerade auf der Straße ein bisschen sportlich unterwegs. Das ist nicht realistisch. Ich tippe mal so, als ich losgefahren war der direkt bei 12, dann unter 12. Ich sag mal so, aber mit Stadtverkehr und allem drum und dran. Zwischen 12 und 13 Litern sollten realistisch sein. Das finde ich gar nicht so schlecht für einen unglaublich großen 4,8 Liter V8. Also das ist, und ohne Zylinderabschaltung, nur mit einem 7-Gang PDK, das auch, glaube ich, segeln kann. Dann können wir hier unten mit dem Stick können wir die Bildschirme umschalten. Also wie man es kennt, auch aus den ganz aktuellen Porsches ist alles drin. Sogar das Navi kann man sich da anzeigen lassen. Telefon oder das, was ich immer anhabe. Wir haben auch ein Tempomat ohne Radar. Das heißt, der ist wirklich ganz simpel. Geschwindigkeit setzen, Geschwindigkeit verringern, erhöhen und aus. Mehr kann der nicht. Hier, ja, da wäre es vielleicht ganz cool gewesen, wenn das Auto noch den tatsächlich verbaut hätte, weil das gab es auch schon beim ersten Panamera. Den Radarabstandshalter automatisch verringert und beschleunigt. Aber na gut, hat das Fahrzeug jetzt hier nicht. Ja, aber sonst wirklich ein sehr schönes Fahrzeug mit dem Interieur. Gerade die Ziernähte auch hier. Die Anschnallgurte haben auch noch das Silber rechts und links. Das sieht man auch nicht allzu häufig. Aber auch gerade die Sitze. Da ist wirklich nicht viel dran. Die sehen noch extrem neu und gut aus. Hier in dem Alcantara ist nichts drin. Hier ist eigentlich die größte Abnutzung. Auf dem Aschenbecher hier, da sind so ein paar Kratzerchen, aber mehr ist da nicht. Ich zeige nochmal den Fahrersitz, dann könnt ihr wirklich nochmal sehen, was für einen guten Zustand dieses Fahrzeug hier ist. Das sind wirklich Falten. Solche Falten habe ich schon bei Autos gesehen, die gerade mal nicht mal 10.000 Kilometer gelaufen haben. Und der hier mit 50.000 sieht noch so gut aus. Ist wirklich selten. Und jetzt eins der wenigen Male, jetzt machen wir mal die Haube auf und gucken uns das 4,8 Liter V8 Triebwerk an. Also das ist echt ein Oschi. Der geht von hier links nach ganz da rechts rüber. Fast 1 Meter, sag ich mal, ist das Ding breit. Das ist wirklich echt ein Riesending. Das macht so ein geiles Geräusch. Es ist wirklich geil. Also ein 4.8er Panamera lohnt sich wirklich. Kannst du nur empfehlen. Der zweiten Generation nach dem Facelift, wo das hier ist, ist das der einzige Sauger V8 im GTS. Die anderen hatten schon alle Turbomotoren. Vor Facelift, da war noch eine Menge V8er vorhanden, selbst mit manuellem Schaltgetriebe. Aber da einen zu finden, ist sehr schwierig und ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt, ob das zum Charakter von Panamera passt. PDK schon wirklich bestes Getriebe. Hier sieht man auch nochmal das Standlicht. Hat auch schon diese 4 Punkte, die Porsche-spezifischen Tagfahr-LEDs. Ist wirklich ein sehr, sehr schickes Auto. Also, und jetzt machen wir uns das nochmal ein bisschen hübsch. Jetzt verkabeln wir das Auto und dann wollen wir diesen V8er nochmal ein bisschen singen lassen.
Also das Verkaufsargument dieses Autos, was aus den 4 Endrohren rauskommt. Alter, ich habe noch nie so ein krass klingendes Auto gefahren. Noch nie. Also das ist auf Niveau mit GT3 für mich. Das ist so krass, wie der klingt. Geil. Also das ist Facelift Panamera GTS. Das ist schon etwas echt Besonderes. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dass wir mal diesmal ein etwas selteneres Fahrzeug rausgeholt haben. Ich finde, Panamera GTS mit einem 4.8er Sauger ist definitiv unterschätzt. Mit so einer schönen Ausstattung in so einem guten Zustand sollten recht selten sein. Aber es vor allem noch mit dem schönen Lenkrad dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Wenn jemand Interesse an einem Fahrzeug hat, der Link zu diesem ist unten in der Videobeschreibung. Auch ein Link zu allen Gebrauchtwagen von dem Porsche Zentrum Mannheim ist auch unten in der Videobeschreibung. Sowie die Kontaktdaten von Laura Siepert. Also wenn jemand Interesse hat, ist herzlich eingeladen, das zu nutzen. Das war's soweit. Bis zum nächsten Mal. Allah, ciao.